Heute kombiniere ich ein paar meiner liebsten Lawnfawn-Produkte, um diese wunderbare 3D-Pop-Up-Plattform herzustellen. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julis Kreativschatzkiste. Ich beginne heute, indem ich mir diese Stempel Two Can Do It und die dazugehörigen Stanzen hernehme. Ich nehme ein Papier Idena, bei dem ich weiß, dass die Alkoholmarker, die ich später verwenden werde, nicht verrinnen. Ich teile mir eine A4-Seite in 4 A6-Paneele, da ich weiß, dass ich mit dieser Größe mit meiner Stempelhilfe sehr gut arbeiten kann. Wenn ich mit Alkoholmarkern arbeite, dann nehme ich immer Tuxedo Black Ink, da ich auch hier sicher sein kann, dass kein Bleeding erfolgt, also dass die Alkoholmarker die schwarze Stempelfarbe nicht zum Verrinnen bringen. Ich lege dann das erste A6-Panel in meine Stempelhilfe und fange an, mir die Stempel, die ich ausgesucht habe, so zu arrangieren, dass ich auch genug Platz rundherum habe, um diese Stempel nachher auszustanzen. Ich stempel das Ganze 4-mal. Man kann ja nie wissen, ob nicht vielleicht was passiert, aber sonst kann ich es für andere Karten sicher auch gut brauchen. So, jetzt kommen meine Spectrum Noir Alkoholmarker zum Einsatz. Ich habe mir hier ein paar Farben herausgesucht, die ich wahrscheinlich verwenden werde. Los geht's mit dem Ausmalen. Beim Ausmalen male ich zuerst die Form mit einem hellen Alkoholmarker aus und verwende dann dunklere Schattierungen für Schatten. Rechts unten teste ich hier immer wieder die Farben aus, um zu sehen, ob mir diese gefallen und ob diese zu meiner Kartenkomposition dazu passen. Wenn ich mit dem Ausmalen fertig bin, hole ich meine Stanzen heraus, ordne diese schön an und dann geht es schon ab durch die Stanzmaschine. Jetzt geht es ans Zusammenbauen meiner Pop-Up-Plattform. Dafür habe ich diese große Stanze, dieses T-Stück und das Gras werde ich mir auch gleich mit ausstanzen. Ich brauche alles 2-mal, daher arrangiere ich mir das Ganze auf einem A4 Aquarellpapier so, dass ich dann auch Platz habe, um die zweiten Teile auch aus demselben A4-Papier auszustanzen. Normalerweise verwendet man das T-Stück und auch das Gras 3-mal bei der Pop-Up-Plattform, aber ich werde das heute nicht tun, denn wie ihr sehen werdet, habe ich da andere Pläne. Wenn ich dann alles ausgestanzt habe, dann wird es Zeit, diese Teile einzufärben. Dafür verwende ich Tim Holtz Distress Oxides in den Farben Twisted Citron und Lucky Clover. Da ich nicht die ganze weiße Fläche mit den Distress Oxides einfärben möchte, muss ich mir zuerst überlegen, welche Teile bei meiner Pop-Up-Plattform am Schluss sichtbar sein werden, denn nur diese werde ich mit Stempelfarbe verzieren. Das ausgestanzte Gras färbe ich bei dieser Gelegenheit gleich mit ein. Ich verwende Papierreste, um Fingerabdrücke auf den feuchten Distress Oxides zu vermeiden. Die Spitzen des Grases verdunkle ich mit Lucky Clover, während der Rest mit Twisted Citron eingefärbt ist. Bei den großen Teilen der Plattform achte ich darauf, dass die Farben schön überblenden, das heißt schön ineinander laufen. Das heißt, ich trage zuerst die eine, dann die andere Farbe auf, einmal ganz grob und dann komme ich nochmal zurück zur ersten Farbe, zur helleren Farbe und ich verblende diese Farben so lange miteinander, bis mir der Übergang dann gefällt. Im nächsten Schritt mache ich noch einige Wasserspritzer auf diese eingefärbten Teile, denn Distress Oxides reagieren sehr, sehr schön mit Wasser und das hinterlässt dann interessante Flecken, die an den Dschungel erinnern sollen. Die nassen Stellen trockne ich mit einem Stück Küchenpapier. Dann sieht man, dass die Tinte dort ein bisschen weniger intensiv ist und dadurch entstehen eben diese Wasserflecken. Da ich gerne auch noch dunkle Spritzer auf meinem Dschungelhintergrund haben will, bringe ich ein bisschen Distress Oxide Lucky Clover auf mein Backpapier auf, gebe ein bisschen Wasser dazu und verspritze das Ganze mit einem Pinsel auf meinen Stanzteilen. Um dann meine Hintergründe abzuschließen und um das magische Glitzern des Dschungels auch ein bisschen in meiner Karte wiederzuspiegeln, hole ich mir noch meine metallischen Wasserfarben in einer goldenen Farbe und spritze auch die auf meine Stanzteile auf. Da ich meine Karte gleich weiter zusammenbauen möchte, hole ich mein Heat Tool und trockne alles sicherheitshalber noch schnell durch. Als Hintergrund von meiner Pop-Up-Plattform möchte ich das Tropical Leaves Add-on zur Magic Iris Stanze verwenden.
da ich mir vorstellen kann, dass dieser Kreis schön die Sonne widerspiegelt und die tropischen Blätter das dann schön umranden. Ich stanze mir diese Tropical Leaves dreimal aus, einmal als schöner Hintergrund, einmal als Verstärkung des Hintergrundes und einmal möchte ich die Blätter in der Mitte meiner Plattform verwenden. Dafür kann ich dieses Papier verwenden, das nicht so gut ausgestanzt hat, was aber mein Fehler war, da ich es nicht schön in die Stanzmaschine eingelegt habe. Ich achte darauf, dass ich mir auch die Kreise behalte, die ausgestanzt werden, denn diese sollen ja meine Sonne werden. Für das Einfärben der tropischen Ringe verwende ich wieder Distress Oxide, Lucky Clover und Twisted Citron. Während ich einen Tropenring in Twisted Citron mit leichten Schattierungen von Lucky Clover einfärbe, werden die anderen beiden mit Lucky Clover dünkler eingefärbt. Twisted Citron wird nur in der Mitte zum Aufhellen verwendet. Auf alle 3 Ringe bringe ich dann wieder meine Wasserspritzer auf und auch meine metallischen Wasserfarben verwende ich wieder, um Goldspritzer auf die Ringe aufzutragen. So schaut das dann aus, wenn es fertig ist. Im nächsten Schritt kümmere ich mich um den Hintergrund meiner Pop-Up-Plattform. Dazu nehme ich den hellen Ring aus Twisted Citron und klebe den dunkleren Ring verschoben darauf, damit ich einen Eindruck von Tiefe auf meiner Karte erzeugen kann. Jetzt geht es ans Zusammenbauen der Pop-Up-Plattform. Dazu hole ich mir meine großen Teile wieder her und fange an, diese an den Falzlinien, die von der Stanze erzeugt worden sind, umzubiegen. Es sind alles Bergfalten, das heißt, es werden alle Faltteile nach hinten gefaltet. Ich verstärke alles gut mit meinem Bondfolder, damit sich das dann nachher schön bewegt. Auch an den T-Stücken sind Falzlinien, die ebenfalls nach hinten gefaltet werden. Bevor ich aber die Plattform zusammenbaue, nehme ich mir meinen tropischen Ringhintergrund und füge den auf den einen Teil der Plattform an die hintere Seite ein. Ich fixiere das Ganze mit Kleber auf der Rückwand, damit es dann gut hält. An den Seiten schneide ich etwas ab von den Blättern, vor allem im unteren Teil, damit dieser Knick nicht zu dick wird und damit man die Seitenwände gut umbiegen kann. Jetzt bringe ich doppelseitiges Klebeband auf alle Laschen der Plattformstanzteile auf. Auch auf die Laschen der T-Stücke wird doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Ich entferne dann die Abdeckung des Klebebandes auf den T-Stück und schiebe es so in die Öffnung, in die Schlitze der Plattform hinein, dass die klebende Seite hinunter zeigt, wenn die Mitte der Plattform zu mir schaut. Ich knicke nun die Karte an der zweiten Falzlinie und fixiere dann das T-Stück. Im nächsten Schritt nehme ich die Abdeckung von der Lasche der Plattform herunter und klappe die Plattform bei der dritten Falzlinie um. Damit fixiere ich die Plattform an der Hinterseite des Stanzstücks. Und genauso geht es auch mit dem zweiten Teil weiter. Ich nehme zuerst mein T-Stück, entferne die Abdeckung des Klebebandes, ich schiebe das Ganze durch den Schlitz, sodass die Plattform Mitte zu mir schaut und die klebende Seite der Lasche nach unten zeigt. Ich knicke das Plattformstück bei der zweiten Falzlinie um und fixiere die T-Lasche. Dann entferne ich die Abdeckung des Klebebandes auf der hinteren Lasche und knicke an der dritten Falzlinie um, sodass ich die Plattform jetzt an der Hinterseite fixiere. Ich bin an dieser Stelle darauf gekommen, dass ich noch weiße Stellen auf meinen Stanzteilen habe, die man bei der fertigen Karte sehen wird. Also habe ich meine Distress Oxides nochmal herausgeholt und habe hier nachgefärbt. Jetzt baue ich meine 2 Plattformteile zumindest einmal an einer Seite zusammen, indem ich die Abdeckung vom Klebeband an einer kleinen Lasche mal entferne, beide Seitenteile ungefähr in einer Linie gerade auflege und dann die Lasche fixiere. Ich achte dabei darauf, dass die Kante des einen Rückteils mit der Falzlinie des anderen Rückteils auf einer Linie liegen. Jetzt wird es Zeit, sich um die Sonne in meiner Karte zu kümmern. Ich nehme einen der Kreise aus meiner Tropical Leaves Add-on Ausstanzung und hole mir die Distress Oxides Wild Honey und Dried Marigold. Mit ihnen färbe ich meine Sonne so ein, dass sie auf der einen Seite besonders intensiv ist, wie bei einem Sonnenuntergang, und auf der anderen Seite ein bisschen heller. Um den Sonnenuntergang noch ein bisschen intensiver zu gestalten, hole ich mir auch noch Distress Oxide Crackling Campfire und ergänze auch das ein bisschen an der unteren Seite. Damit sich die Blätter in der Sonne ein bisschen wiederfinden, spritze ich noch ein bisschen grüne metallische Wasserfarbe um die Sonne rundherum. Ich bringe die Wasserfarbe auch ein bisschen an den Kanten der Sonne auf, um den Übergang von den Blättern auf die Sonne ein bisschen zu verblenden und schöner zu machen. Bevor ich die Sonne fixiere, prüfe ich, ob mir das Ergebnis in meiner Karte auch gefällt, und das ist der Fall. Ich nehme daher jetzt doppelseitiges Klebeband, ein sehr dünnes,
und klebe das auf die Rückseite meiner Pop-up-Plattform auf. Denn das ist der einzige Teil, wo die Sonne auch wirklich an der Rückseite fixiert wird. Daher muss es gut halten. Jetzt ist die Zeit gekommen, meine gestempelten und ausgemalten Tiere und Pflanzen auf der Karte zu befestigen. Ein paar davon möchte ich nämlich im Mittelteil der Plattform befestigen und daher muss ich das jetzt machen. Ich nehme meine ausgestanzten Zweige, ich habe das 3-mal ausgestanzt, denn ich will damit einen Baum basteln und der muss relativ stabil sein, da nur ein kleiner Teil des Baumes in der Plattform befestigt wird. Mit den großen Blättern und Zweigen, die ich alle mit Klebstoff befestige, kreiere ich mir einen wunderschönen tropischen Palmenbaum. An der Rückseite befestige ich die zusätzlich ausgestanzten Zweige zur Verstärkung des Ganzen. Nun hole ich mir mein übrig gebliebenes Tropical Leaf Add-on und suche mir eine schöne Stelle, die ich mir dann ausschneide. Diese Blätter möchte ich nämlich in die Mitte der Plattform befestigen, um dort ein Gebüsch zu zaubern, hinter dem sich dann ein Leopard verstecken kann. Um das Gras an den herausstehenden T-Stücken zu befestigen, verwende ich ebenfalls doppelseitiges Klebeband. Ich drücke es gut auf, damit es dann auch nachher wirklich hält. Um das Zusammensetzen der Karte dann vorzubereiten, bringe ich jetzt erst einmal doppelseitiges Klebeband auf diese Mittelfläche der Pop-up-Karte auf. Das oberste der 3 Klebebänder entferne ich einmal, denn ich will ja noch meinen Baum und meinen Busch befestigen. Dann ziehe ich die Abdeckungen der beiden restlichen Klebebänder ab, fixiere noch den Busch mit etwas Uhu, sicherheitshalber, und klebe die beiden Seitenteile der Pop-up-Plattform aufeinander. Schlussendlich muss ich dann nur noch die letzte Lasche ankleben und dann ist der Aufbau der Plattform fertig. Den nächsten Schritt mag ich am liebsten, die Dekoration der Karte. Als erstes hole ich mir ein dünnes 3D-Klebeblättchen, also ein Foam-Tape, mit dem fixiere ich den fliegenden Tukan auf den Blättern neben der Sonne. Der zweite Tukan findet seinen Platz auf dem Zweig auf meinem selbst gebastelten Baum. Diesen klebe ich mit Kleber an. Ich nehme Ranger Collage Medium und fixiere das Ganze mit einer Nähklammer, damit es gut hält. Außerdem klebe ich noch ein paar von diesen kleinen Blumen, die ich ebenfalls angemalt habe, auf den Baum, damit sich der Tukan auch wohlfühlt. Zusätzlich verschönt mir die eine Blume den Übergang von den Blättern auf den Baum. Der Schmetterling leistet dem Tukan auf den Blättern im Hintergrund Gesellschaft. Jetzt brauchen wir nur noch einen Platz für die beiden Leoparden. Während sich der sitzende Leopard im Gebüsch versteckt, präsentiert sich der schleichende Leopard schön im Vordergrund. Beides fixiere ich wieder mit Nähklammern, bis der Kleber getrocknet ist. Den unteren Teil meiner Plattform möchte ich noch mit einem schönen Hello-Schild und einem Band um die Plattform verschönern. Alles schneide ich hier aus dunkelgrünem Papier mit meiner Sizzix Sidekicks aus. Das Band, das im Set der Plattform enthalten ist, muss ich 4-mal ausschneiden, um einmal rundherum zu kommen. Da mein Hello schön hervorstechen soll, möchte ich einen hellen Hintergrund hinter den Buchstaben. Dazu nehme ich ein weißes Stück Papier und male mir einen Fleck mit Twisted Citron darauf, den ich dann ausschneide und hinter das Hello auf das Schild aufklebe. Ich fixiere dann das Band rund um die Plattform und achte dabei darauf, dass sich die Enden der Bänder genau in der Mitte treffen, also dann vom Schild verdeckt werden. Und das Schild kommt in die Mitte. Jetzt ist es Zeit, die Nähklammern abzunehmen und nochmals zu testen, ob sich die Karte schön flach zusammenlegen lässt. Die kleine Eidechse hat noch ihren Platz auf einem Stück Foamtape unter dem Hello-Schild gefunden. Und dann habe ich gemerkt, dass hier auch noch weiße Teile bei der Karte sichtbar sind, wenn sie zusammengelegt ist. Also habe ich auch hier nochmal mit Lucky Clover nachgefärbt. Ich habe dann noch ein paar Blätter übrig gehabt von meinem Tropical Leaves Add-on und diese habe ich verwendet, um auf der Vorderseite der Karte auch noch ein bisschen Verzierungsblätter anzubringen. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie sich die Karte schön flach zusammenfalten lässt, also auch gut verschickt werden kann. Damit ist unsere Karte für heute wieder fertig. Ich finde, sie ist toll geworden. Habt ihr auch schon mal das Plattform-Pop-up benutzt von Lawnfawn? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Like da lasst oder sogar meinen Kanal abonniert, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao!